Hier die Radiomaste Funke im Einsatz. Sieht klasse aus, kann Crossfire-Modul bedienen, hat jede Menge Schalter, toller Hall-Sensor, berührungslose Steuerknüppel und ein riesengroßer Display. Die Radiomaste TX16S gibt es mit Standard-Steuerknüppel, die eigentlich vollkommen ausreichen. Für 20 € mehr bekommt man die Radiomaste mit berührungslosen Hall-Sensor-Steuerknüppel und für 60 € extra bekommt man einen Crossfire-Modul dazu, was ich jedem empfehlen würde. Die Gutscheine für Banggood findet ihr wie immer auf meinem Blog oder auf meiner Facebook-Seite. Geliefert wird die Radiomaste in einer robusten Verpackung, die man sehr gut als Transportbox nutzen kann. Das ist hier die Radiomaste mit Hall-Sensor-Gimbals. Mit dabei ein USB-C-Kabel zum Laden der Akkus, einen Schlüsselanhänger und 2 Ersatzfedern. Ein Haltegurt fehlt leider. Die Kurzanleitung besteht aus 4 Seiten. Auf dem Display ist hier noch eine Schutzfolie. Das Plastikgehäuse fühlt sich qualitativ sehr gut an. Die Knüppel sind so groß wie von der Taranis X9D. Die Funke liegt sehr gut in den Händen. Hinten kann ich gut die Funke mit den Fingern festhalten. Alle Schalter sind gut erreichbar. Hinten ist der Akkufach für 2x18650 Akkus, die leider nicht dabei sind. Ich nehme hier die guten Samsung 30Q Zellen mit 3000 mAh. Die Akkuhalterung hat einen balancierten Stecker, wo jede Zelle getrennt geladen wird. Powerknopf an und schon meldet sich OpenTX-System. Das Display ist sogar ein Touchscreen, das aber noch nicht von OpenTX unterstützt wird. Das Einstellungsrad ist aus Aluminium, sieht schön hochwertig aus. Die Steuersticks-Griffe sind aus Aluminium, innen aber ist alles komplett aus Kunststoff. Die Schalter fühlen sich hochwertig an, sind nicht schlechter als bei Taranis Funke. Die Wippe hat bei 50% eine Kerbe, aber insgesamt finde ich die zu leichtgängig. Insgesamt hat die Funke 8 Kippschalter, 6 davon sind Dreifachschalter. Vorne ist ein 6-Stufen-Schalter von 1 bis 6, der auf einem Kanal genutzt werden kann. Die Drehschalter sind etwas wackelig, haben eine Mittelstellung und sind soweit in Ordnung. Unten findet man einen USB-C-Anschluss zum Laden von den Akku und eine MicroSD-Karte. Ja, mit nur 256 MB, aber immerhin ist eine dabei. Links und rechts sind noch Anschlüsse für eigene Modellbauprojekte. Ich teste mal die Ladefunktion. Im Display sieht man, dass der Akku geladen wird und sogar schnell mit 1,5 Ampere. Vorne über der Antenne befindet sich auch ein USB-Anschluss für die Verbindung zum PC, um zum Beispiel einen Flugsimulator zu fliegen. Hinten ist ein Erweiterungsschacht mit einer leeren Projektbox. Hier passt natürlich ein Crossfire-Modul rein, den ihr am besten mitbestellt. Dann gibt es nie wieder Verbindungsprobleme. Machen wir die Funke jetzt aus und sehen wir uns gleich das Innenleben an. Es müssen 4 Schrauben hinten gelöst werden und 2 Schrauben oben. Innen ist alles sauber aufgebaut. Alle Kabel sind sehr gut fixiert. Das sind hier die berührungslosen Sensoren. In der Mitte sieht man das Multiprotokoll-Modul. Also, alles sieht gut aus. Ich habe sogar beide Versionen von Radiomaste. Links mit dem Hall-Sensor und rechts die Standardversion. Und ich kann die überhaupt nicht auseinanderhalten. Vor allem sehen die beiden Funken identisch aus. An den Steuerknüppel kann man nicht erkennen, welcher ein Hall-Sensor hat.
Es gibt nicht mal eine Beschriftung, wo man sehen könnte, ob es die Hall-Sensor oder die Standardfunke ist. Erst innen, bei genauem Hinsehen, sieht man links den Hall-Sensor und rechts ist der normale Potentiometer auf einer kleinen Platine. Aber zurück zu der Funke. Die ist super gut, es gibt nichts zu bemängeln. Nur wenn ich die Radiomaster mit der Taranis X9 Lite vergleiche, dann ist vielleicht die Größe eine Entscheidungsfrage. Ich nutze zurzeit die Taranis X9 Lite S, also auch mit Hall-Sensor, und bin damit sehr zufrieden. Gerade weil die X9 Lite sehr kompakt ist und hinten man mit einem Adapter Crossfire-Modul nutzen kann. Und die X9 Lite passt perfekt in meinen Rucksack, auch wenn ich die große DJI-Brille noch da reinlegen muss. Bei der Radiomaster wird es im Rucksack schon etwas eng. Es geht gerade noch so. Schwere Frage, welche der Funken ich behalten soll. Die Radiomaster ist richtig gut. Die Knüppelwege sind größer und fühlen sich besser als bei meiner X9 Lite an. Das Display ist sehr übersichtlich, geht sogar komplett aus beim Fliegen und so spart man Akkustrom. Durch die Touchscreen-Oberfläche ist das Display sogar gut geschützt. Da musste man bei der Jumper T16 bei dem Display aufpassen, dass nichts drauf fällt. Der einzige Kritikpunkt ist bei mir nur die Größe. Eigentlich brauche ich so ein Riesendisplay nicht, auch nicht so viele Schalter. Für Quarzfliegen reicht eine Funke mit 4 Schaltern aus und ein Mini-Display. Aber egal, für den Preis bekommt ihr nichts Besseres. Zum Fliegen ist die Radiomaster TX16S die beste Wahl, was die Steuerknüppel, Schalter und die Handhabung angeht. Mit einem riesigen Funktionsumfang und vielen Einsatzmöglichkeiten.